Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Sir, wir empfangen eine Nachricht. Auf den Schirm. Please report to the Kiana system. Our partnership with the Crinum is starting to bear fruit, but the project may take more time to complete than we have left. We must consider any plan that ensures our survival. Verstanden. Wir begeben uns zum Delta-Quadranten. Steuermann, Sie wissen Bescheid. Setzen Sie einen Kurs. Transwarp. Los geht's. You are cleared for docking. Captain Cagrin hat seine Unterstützung in Form von Lieutenant Tulek geschickt, um Ihnen eine gute Tour durch die Forschungseinrichtung zu geben. Bisher hat sich die Zusammenarbeit mit den Crinum als äußerst produktiv herausgestellt. Zusammen kommen wir dem Ziel näher, die Designs der Anoraks zu vervollständigen. Ein Schiff, das in der Lage ist, temporale Einbrüche zu erschaffen. Der Lieutenant wartet darauf, Sie willkommen zu heißen, Sir. Bestätigt. Lieutenant Tulek? Greetings. On behalf of Captain Cogran and Alliance Command, I am pleased to welcome you to our research station. The captain is completing his preparations. In the meantime, I will give you a tour of the facility where we are building a weapon that will end the Iconian threat once and for all. Follow me. Our researchers can explain how the weapon works and answer any questions you may have. Nun gut, gehen Sie voran, Lieutenant. And here, we have the development area. How much do you know about the Crenum, 7 of 9? The Borg have extensive records on the Crenum. They were a species of great interest to the Collective. I'm not sure I like the idea of the Borg studying us like a bug in a petri dish. I'm not sure I like the idea of the Borg studying anyone. And what about the Iconians? The Collective spent a great deal of resources pursuing Iconian technology. They believed the species to be extinct. They were incorrect. So much for the Borg knowing everything. The Iconians' technology is far beyond even the capabilities of the Borg. Fine. But what about shielding the ship that's using the weapon? We haven't solved the paradox problem yet. This is not my first experience with alternate timelines. It would be possible to develop a form of temporal shielding to protect this vessel from alterations in the timeline. War is upon us. Äußerst interessant. Ja, ja. Ich rede mal mit dem Forscher. Hallo, ich grüße Sie. Welcome to our facility. I'm working with one of the teams here to develop the time ship and choose a target. What we do is different from time travel. Anorax's designs are actually for a weapon that can remove elements from the time stream completely, and then time reshapes itself to account for that absence. Die Zeit formt sich neu? Heißt das, dass sich die Realität an sich verändert? In some ways, yes.
Once the weapon is fired, it can create an entirely new reality. And anyone or anything that isn't temporally shielded will be a part of that reality. That's why we have to proceed slowly. If we're not careful, we could change everything we know and not even know what's happened. Das könnte genauso gefährlich für uns wie die E84 sein. But think of the possibilities. We could reverse the effects of wars, stop threats like the Iconians, even turn back time and eliminate the Borg. This is a weapon, but it's one that can make a better galaxy. Vielleicht. Doch viele schreckliche Dinge sind bereits aus den besten Absichten entstanden. Captain Cogren's briefing is about to begin. Follow me to the conference room. Gut, gehen Sie voran, Lieutenant. Ah, Captain Cogren. Greetings. I have heard much about your victories against the Iconians. It is an honor to work with a warrior like yourself. We are almost ready to begin. First, however, Agent Cray would like a word. Jawohl, Sir. Agent Philip Cray, nehme ich an. Greetings. My name is Philip Cray. I'm the liaison from Temporal Investigations for this project. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Warum benötigt dieses Projekt einen Verbindungsoffizier? The Federation has some serious concerns about possible violations of the Temporal Prime Directive. Normally, Starfleet personnel are strictly prohibited from directly interfering with historical events and should make every effort to maintain the timeline. Und doch wird diese Waffe genau zu diesem Zweck hergestellt. Indeed. That should tell you how serious this war has become. If the Iconians win, there probably won't be anyone left to preserve the timeline. In this instance, my role is to ensure that we succeed in our task with the minimal possible disruption to the timeline, as well as to address any repercussions of those disruptions. Also ist die Direktive nur eine Direktive, solange es bequem ist, sie zu befolgen? I don't disagree. As a Starfleet officer, I am sworn to uphold the Temporal Prime Directive. Not only that, but I have seen firsthand the dangers that come from ignoring it. But as the Vulcans say, the needs of the many outweigh the needs of the few. The Iconians cannot use time travel, and that makes it a weapon we can use against them. We must consider carefully whether it is too dangerous of a weapon to use at all. Ich verstehe, Agent. Ich werde mein Bestes geben, Ihnen zu helfen. Ja. So, dann sollten wir mal die Besprechung beginnen, nicht wahr? The war is not going as well as we might wish. Our fleets are protecting key worlds, but dozens of other targets have fallen to Herald attacks. Civilian casualties are rising. We need to act. This facility is building a device to turn the tide in our favor. Captain Nog, what is the status of the weapon? We've had some setbacks, Captain. We're still weeks from a working prototype. No amount of temporal manipulation will change that. And have you chosen a target for the temporal incursion? We are still running simulations. We've configured the holodecks to help us evaluate the possible changes that occur after removing an element from the time stream. Some of these scenarios show promise, but none are exactly what you want. Very well. We cannot afford to wait another day. We are losing this war. We need to strike now. A direct engagement is our only option. We will put all our resources into a full attack on the Iconians. Every ship we can muster will be a part of one massive strike against the Herald Sphere.
Captain Paris is already moving into position with the Vanguard. Ships here will report to the Herald Sphere as soon as possible. There will be more warriors in Stovokor tonight. But first, we will make the Iconians bleed. Poseidon? Einer zum Beam bereit. Energie. Okay, wir haben Befehle von General Cagran erhalten. Die Schlacht hat begonnen. Captain Paris bereitet sich darauf vor, den Feind anzugreifen. Steuermann, setzen wir einen Kurs auf das Kyana-System. Wir fliegen zusammen mit der Flotte dorthin. Begeben Sie sich in Position. You are the last ship to arrive. We are ready to set course for the Sphere. Wir sind bereit. Energie. Alpha Wing, you are cleared for departure. Ja. Die Flotte ist vollständig in Auflösung begriffen. Wir empfangen unzählige Notrufe. Unter den Übertragung von Captain Paris. Auf den Schirm. Am I glad to see you? It's just not working. The Iconians are gating in their ships, and they have far more reserves than we anticipated. I've called for a hold on the flagship assault until we regroup. There's no point in a suicide run. First, we need to help our ships in trouble. Can I count on you to help? Natürlich. Wir werden diesen Schiffen unsere völlige Unterstützung gewähren, Captain. Bringen Sie uns rein, Steuermann. Alle Waffen bereit und feuern! Nächstes Ziel angreifen. Feuer! Wildes volle Steuerung. Achtung, wildes Feuer. Ich sag's dir, Feuer! Doch mir das nicht bereit gibt.
zum nächsten Ziel vorrücken. Jetzt hätte ich die Schilder umleiten. So. Das sind noch Raider. Torpedos volle Streuer. Alle Waffen Feuer! Schadenskontrolltraining rausschicken. Verwirren Sie Ihre Sensoren. Laden und feuern! Okay, bringen Sie uns zu dem Orbit. Okay. Jetzt zu dem Watcher-Schlachtkreuzer. Waffen Array initialisieren. Okay. Und zum letzten Chef. Energie auf die aktivierte Systeme übertragen. We are cleared into the gateway. We're falling back. I cannot do that, Captain. A Klingon does not run from battle. Farewell, Captain. Today is a good day to die. All right, people, we've got one shot at this. Bringen Sie uns in dieses Portal. Okay, Leute. Wir sind jetzt im Inneren der Sphäre. Und wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, dass die Herolde diese Sphäre verwenden, um das ikonianische Gateway-Netzwerk zu kontrollieren und zu beschützen. Seit Beginn des Krieges haben Angriffstruppen solche Sphären attackiert. Doch es ist uns nie gelungen, mehr als ein paar Gateways kurzzeitig offline zu bringen. Die oberste Priorität ist es, unsere Stoßtruppen zu finden. Das feindliche Flaggschiff ist direkt voraus. Auf den Schirm damit. The flagship's shields are down, and it's losing power. Looks like they're trying to interface with the sphere to give themselves a boost. This might be our one chance to board it and take control. I have 3 troop transports standing by. Verstanden. Wir machen den Weg frei und bereiten uns vor, sie zu unterstützen. Waffenladen und Feuer!
Laserbänke. Torpedos volle Steuer. Feuer! Diesen Raiders. Signaling the carriers to move into position now. Herald reinforcements inbound. We need to deal with them. Verstanden. Dort kommen sie. Torpedobänke laden. Konzentrieren Sie das Feuer auf die Unterstützungsschiffe. Alle Waffen Feuer! Weitere Feindschiffe im Anflug. Halten Sie sie auf. Das Schlachtschiff vor uns aufmerksam machen, ne? Durchwahl. Computer. Statusbericht. Primäre Energieversorgung offline. Mehrere Rundschäden entdeckt. Warnung. Hüllenbruch auf Deck 4. Frachtraum 2. Lebenserhaltung aufgehoben. Warnung. Bombenkern beschädigt. Versagen des Eindämmungsfeldes in 5 Minuten. Maschinendeck wird versiegelt. Ein Kanal öffnen. Hier ist Kriegsschiff. An die gesamte Besatzung der USS Poseidon. Wir verlassen das Schiff. Wir geben das Schiff auf. Ich wiederhole. Wir geben das Schiff auf. Begeben Sie sich zu den nächstgelegenen Rettungskapseln und Rettungsshuttles. Das gilt auch für Sie alle. Wir haben auf der Brücke. Haben Sie mich verstanden?
Ausgenommen. Commander Flores. Server. Und Corliss. Die bleiben noch hier. Computer? Sind die Transporter noch einsatzbereit? Bitte warten. Gut. Die verbliebene Brückencrew zu den Koordinaten auf dem Ikonianer-Schiff beamen. Energie.